had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. Auf einer Radtour im niederrheinischen Naturpark Schwalm-Nette fährt man immer mal wieder über die Grenze von Deutschland in die Niederlande, zum Beispiel nach Venlo. Tourtipps mit dem Rad am Niederrhein. Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette und die Grenzregion hier am Niederrhein ist wirklich derartig vielseitig und vor allem ein absolutes Fahrradparadies. Auf der deutschen Seite fährt man durch großartige Natur und idyllische Orte. Eine tolle Erlebnisregion übrigens auch für Kinder. Das hier ist das schöne Wachtendonk mit 120 denkmalgeschützten Häusern im historischen Ortskern. Auch an der Maas, einem Nebenfluss des Rheins, kann man toll radeln. Der sogenannte Maas-Radweg ist 1000 Kilometer lang und führt durch 3 Länder, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Und wo kann man hier entspannen? Ist ja schließlich Urlaub. Eigentlich ist ja das Radfahren schon entspannend, aber da geht noch was. Dazu fahren wir an den Fluss Niers. Hallo. Hallo. Dann gebe ich Ihnen hier schon mal eben das Paddel. Ja, Dann danke. nehmen wir gerade die Tonne raus. Sehen Sie. Aber die Niers ist auch super paddelbar. So. Das hinten anlehnen und wie gesagt immer schön aus den Schultern heraus. Nicht den ganzen Ja, Oberkörper okay. immer mitnehmen. Ne? Alles klar. Das funktioniert dann besser, sonst machen Sie sich nur müde. Okay. Ja? Wunderbar. Alle bereit? Vielen Dank. Dann schöne Fahrt. Wäre schön, wenn wir uns wiedersehen. Ach so, das Fahrrad bringen Sie jetzt dann zum Ziel? Ja, genau. Wunderbar. Klasse. Bis später. Die Niers war mal im 19. Jahrhundert eine ziemliche Kloake. 52 Wassermühlen gab es einst am Ufer. In den 1920er Jahren wurden die ersten Kläranlagen gebaut. 70 Jahre später hat man dann große Teile des Flusses renaturiert. Heute ist der Fluss ein Stück großartige Natur. Hallo. Ist der Knaller hier, ne? Super hier, oder? Hammer. Na, wenn das nicht Entspannung pur war. Und ähnlich ruhig ist es auch an der Krickenbecker Seenplatte. Aber man kann auch eine Menge erleben dort, sagt Ansgar Reichmann von der Biologischen Station. Die Seen hier sind ein Juwel im Naturpark Schwalm-Nette. Es gibt 4, die liegen so kleeblattartig ums Schloss Krickenbeck. Daher auch eben der Name. Denn die Seen sind jünger als das Schloss. Ah, okay. Das Schloss ist ursprünglich mal in den Sumpf gebaut worden, beziehungsweise ins Niedermoor. Ja. Und diese Seen sind entstanden durch Torfabbau zu Heizzwecken. Boah, das ist ja natürlich Idylle pur, ne? Schon 1938 wurden die Seen unter Naturschutz gestellt. Das Gebiet hatte sich damals schon zu einem Paradies für Wasservögel entwickelt. Und es gibt Aussichtspunkte, wo man die Vögel in aller Ruhe beobachten kann. Also super. Das sieht ja unglaublich aus.
Hier vorne auf dem abgestorbenen Stamm allein, da oben sitzt ein Kormoran drauf. Ja, ist er der Chef hier oder warum? Ja, die sitzen immer sehr exponiert in der Sonne, weil die darauf angewiesen sind, dass sie ihr Gefieder trocknen. Ja. Nach jedem Fischgang ist ja ein Fischfänger, der unter Wasser quasi fliegt hinter der Beute her. Und dann meistens spreizen sie dann noch ihre Flügel ab, sitzen die so in der Sonne zu trocknen. Ansgar erzählt jetzt ein bisschen von der biologischen Station Krickenbecker Seen. Träger ist ein gemeinnütziger Verein, in dem alle dafür arbeiten, große und kleine Menschen über die heimische Natur zu informieren. Direkt am See steht das Besucherzentrum der biologischen Station. Auf und in den Krickenbecker Seen gibt es viele verschiedene Wasserpflanzen, Entenvögel, Karpfen, Hechte und Muscheln. Da ist ein Riesenfisch. Sehr schön, super interessant. Aber was gibt's denn hier Besonderes? Was Besonderes sind hier die Wasserblicke. Das sind Metallplatten, auf die man sich im Naturpark Schwalmnette draufstellt, um einen besonderen Ausblick zu haben. Und sie heißen so, weil man dann vorwiegend auf Gewässer guckt. Aber das ist noch nicht alles. Wenn man die Metallplatte genau betrachtet, ist da ein QR-Code, den man mit dem Handy einscannen kann. Und dann bekommt man Informationen zu diesem Ort. Einfach super. Auch sehr besonders, ein Kanal, auf dem man Fahrrad fahren kann. Die Rede ist vom Nordkanal, der den Rhein mit der Maas verbinden sollte. Doch der Auftraggeber, Napoleon höchstpersönlich, hatte schon das Interesse verloren, als sein Projekt Gestalt annahm. Auch dazu gibt es einen Wasserblick. Herzlich willkommen im Naturpark Schwalmnette. Über 53 Kilometer lang sollte er werden, der Grand Canal du Nord. Dazu 16 Meter breit und 2,6 Meter tief. Lastkähne mit Ladungen bis zu 400 Tonnen hätten auf dem begleitenden Damm von Pferden getreidelt werden können. Als Erinnerung an Napoleons ehrgeiziges Projekt sehen Sie hier die Schleuse Luisenburg. Sie war eine der 9 Schleusen, die geplant waren, um den Höhenunterschied zwischen Maas und Rhein zu überbrücken. Wir gehen eigentlich heute auf dem Weg Richtung Venlo, steil, Kaltenkirchen zurück. Ja. Also den sind wir zigmal gefahren. Aha. Weil das ist unsere Standardroute nach Venlo. Aha. Ja, und da gehen wir schon mal Kaffee trinken. Soll ja einer der schönsten Radwege unseres Landes auch sein. Ne? Ja. Können Sie das bestätigen, wenn Sie jetzt häufiger gefahren sind? Lohnt sich? Ja, das Ja. lohnt sich wirklich. Ja. Ja. Es gibt Man hat noch- da Möglichkeiten, also erstmal Wald und auch die einzelnen Bauerncafés, die dann auch hier sind, wenn man mal irgendwo einkehren möchte. Auch schön. Ne? Das ist alles sehr, sehr angenehm und auch immer sehr nette, freundliche Menschen. Ein paar Kilometer weiter gibt's noch was Besonderes. Einen Baumpark, der nach einem amerikanischen Indianerhäuptling benannt ist, Sequoia. Und deshalb heißt der Park auch Sequoia Farm. Baumgiganten gibt's hier zu begucken, die ausgewachsen mindestens 35 Meter hoch sind. Wir sind im Park der Mammutbäume. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Baum so, ne? Und das sind so Dimensionen, die kennt man irgendwie auch so gar nicht. Aber ich finde es immer spannend, dass man das irgendwie mal so sieht, was man alles auch in Nordrhein-Westfalen finden kann, ne? Das ist übrigens unser höchster Mammutbaum. Der ist 40 Meter hoch. Die Mammutbäume hier sind 1952, 1953 gepflanzt worden. Und der hat schon 40 Meter Höhe. Ich sage jetzt mal so, wenn hier mal so der Sturm reingeht und so, ne? Jedes Jahr. Ja, das hält alles Bei Friederike habe ich hier gestanden Ja. und geguckt, hier, die Bäume gehen 5, 6 Meter hin und her. Was die nicht tun, ist umfallen, abbrechen. Das passiert nicht. Mammutbaum fällt nicht um, der hat Riesenwurzeln. Die sind fast immer so breit im Durchmesser, wie der Baum hoch ist. Das heißt, ein 30 Meter hoher Baum, der hat auch ein 30 Meter Wurzelsystem. Ach, krass. Wie sollst du den umkippen? Ja, ja. Den kippt nichts aus den Latschen, ein Mammutbaum. Und was interessant ist, ist einfach, dass man sieht, wie schnell Mammutbäume wachsen. Ja. Das sind 4 Jahre.
15 cm auf einer Seite. Ja. Stell dich vor, beim Apfelbaum im Garten, der würde 30 cm zulegen in 4 Jahren. Ne? Wie alt ist der jetzt hier? Das sind ungefähr 100 Jahre. 100 Wenn Jahre. man das vergleicht, hier liegt eine Scheibe von einer Waldkiefer. Die Waldkiefer ist ein ziemlich häufiger Baum, wächst überall hier im Wald. Dieser Baum hat auch 100 Jahre. Ach krass. Ja, Also das ist unser heimischer Baum, so wie man ihn jetzt findet. Und das ist aber so gesehen ja auch mal ein heimischer Baum gewesen. Ne? Ja, also eine Mammutbaumart ist hier tatsächlich mal gewachsen, vielleicht vor 2-3 Millionen Jahren ausgestorben. Und das ist der Hauptbildner der Braunkohle. Die größten Mammutbäume stehen in den USA. Manche sind über 100 Meter hoch. Und der Umfang ihres Stammes etwa 33 Meter. So lang etwa wie die weiße Linie, über die wir hier gerade laufen. Unvorstellbar. Und was kann man hier noch so lernen? Fahren wir mal in die hübsche Stadt Wassenberg. Da war im Mittelalter so einiges los. Seid gegrüßt, liebe Gäste. Mein Name ist Johannes zu Wassenberg, vom Berufe Fleischhauer. Wir werden an verschiedenen Orten im alten Stadtkern werden wir Halt machen und dort begegnen wir dem Ritter Gerhard auf dem Smartphone bzw. auf dem Tablet. Da ist er, Ritter Gerhard auf dem Tablet. Noch dreht er uns den Rücken zu, aber dann erklärt er uns seine Stadt. Zur Burg Wassenberg gehörten einst 3 Stadttore. Eines davon könnt ihr noch heute bestaunen. Das hätte der Gerhard sich auch nicht erträumt, ne? Dass er zack aus dem Mittelalter auf einmal in den neuen Medien im Fernsehen ist. Ne? Ja, das ist ja noch älter. Ne? Ja, cool. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen näher ran. Noch weiter ran. Noch weiter ran. Noch mehr ein bisschen nach hinten gehen. Ein Stückchen nach hinten. Wie lange gehen denn Ihre Führungen in der Regel so? 3 Stunden. Okay. Diese uralten Kopfweiden sind ja wirklich charakteristisch für den Niederrhein. Ihre Triebe müssen regelmäßig abgeschlagen werden, damit der Baum nicht auseinanderbricht. Aus den Zweigen kann man Körbe flechten. Dieses alte Handwerk wird im Landschaftshof Barlow bis heute gepflegt. Nach der Ernte werden die Weidenstöcke zunächst in Wasser gelegt, damit sie sich später gut biegen lassen. Dann werden die Äste geschält. Ja, und wenn man richtig dran ist, 150 Stück die Stunde kann man schälen. Ja. Das ist dann schon für einen kleinen Korb. So viel braucht man auch für einen Korb. In der Korbmacherwerkstatt des Landschaftshofes kann man nicht nur sehen, wie das geht. Es gibt auch Kurse, die bis zu 4 Tage dauern. Das ist die Zeit, die man mindestens braucht, um ein Gefühl für das alte Handwerk zu bekommen. Nebenan ist ein kleines Korbflechtermuseum. Hier wird einem erst klar, für wie viele Gegenstände man vor Erfindung des Kunststoffs Weidengeflecht benutzte, nämlich für fast alle Arten des Warentransportes, weil das Korbmaterial so schön leicht war. Um 1900 gab es in Deutschland noch rund 25.000 Korbmacherbetriebe und entsprechend viele Händler. Nun unser erster Ausflug ins Nachbarland. Wir fahren in die Grote Heide, wie die Niederländer diese Landschaft nennen. Hier hat man eine Gedenkstätte errichtet für den ehemaligen Militärflughafen Venlo. Nach dem deutschen Einmarsch in die Niederlande 1940 wurde er deutscher Luftwaffenstützpunkt und 3 Jahre später auch Außenstelle eines Konzentrationslagers. Die Geschichte des Flughafens ist hier in Deutsch und Niederländisch dargestellt. Von den Anfängen 1911 als Hilfslandeplatz, wo auch Flugshows stattfanden, bis zum deutschen Militärstützpunkt, dem Flieger Horst Venlo. Wilhelmina Spolders, die uns jetzt begleitet, hat das Denkmal mitgestaltet. Die Niederländerin ist im Grenzgebiet aufgewachsen und nun führt sie uns zu einem sehr versteckten Ort. Das glaubt man ja gar nicht. Nee. Also da vorne, da ist ja irgendwie die Hauptstraße und das jetzt hier hinter, man ist ja in einer ganz anderen Welt auf einmal. Ja. Total eingewachsen. Ja. Krass.
Das ist eine Rundbogenhalle, die zum ehemaligen Fliegerhorst Venlo gehörte. Im Krieg gebaut, zwischen 40 und 45. Und welche Verbindung hast du jetzt hier zu diesem Ort? Hab hier natürlich als Kind immer. Durfte man zwar nicht, aber ich hab's gemacht. Also hast du hier gespielt, oder Ja, was? auch gespielt, ja. Ja? Ja. Ja, ich bin echt überwältigt. Ich mach mal ein Foto kurz, ja? Ja. Soll nicht unhöflich sein, dass ich dir nicht zuhöre. Man darf auch nicht vergessen, dass dieses alles gebaut wurde hier von zum Teil KZ Häftlinge, Ja. die in den Niederlanden bei Sertogenbosch, Fischt hieß dieses Lager, wurden die hier hingebracht und mussten das bauen. Aha. Es ist auch mittlerweile, dass die Niederländer und die Deutschen sich hier auch treffen. Zum Fotografieren. Ja. Hochzeitspaare lassen sich hier auch fotografieren. Aber da kommt eine Kommunikation zustande, die geht einem manchmal unter die Haut, aber schön. Ja. Ich habe immer mal so einen Spruch, auch auf Trümmerhaufen können Blumen blühen. Ne? Ich meine, das sind zwar alles Bilder, aber dennoch, sie sind da. Themenwechsel. Was gibt's denn hier so für Kinder? Super viel. Um mal beim Geschichtlichen zu bleiben, in Strahlen am Niederrhein gibt es einen Schmuggelpfad. An dieser Grenzlinie liefen die Zöllner Tag und Nacht Patrouille, um die Bevölkerung zu ertappen. Kaffeeschmuggel war sehr beliebt. Heute gibt es hier 25 Mitmachstationen für Kinder auf 2,6 Kilometern. Der Rundweg führt rechts und links entlang der Grenze. Der Schmuggelpfad Strahlen ist ganzjährig geöffnet. Kinderabenteuer gibt es auch an der Krickenbecker Seenplatte. Ich hab was! Hier veranstaltet die biologische Station, die wir schon kennengelernt haben, Ausflüge und Workshops für Kinder. Das ist eine Wasserspinne oder sowas. Das ist ein Wurm. Ich glaube, ich habe ein Tier. Ja, das ist eine Larve. Larve? Ja. Was ist denn eine Larve? Da wird ein Insekt raus. Ein Insekt? Ja. Oder die Posthornschnecke, da gibt es noch Tellerschnecken. Umweltbildung mit Anfassen. Ein Spaß nicht nur für zukünftige Naturforscher. Guck mal hier. Um das gleiche Thema geht es auch in Wachtendonk. Im Haus Püllen, 1634 gebaut, ist heute ein Naturparkzentrum. Hier können sich große und kleine Besucher über die Natur und Landschaft der Region, aber auch über die Entstehung des Naturparks Schwalmnette informieren. Das rollende Waldlabor kann man kostenlos ausleihen. Darin sind Anleitungen für Spiele und eine kleine Forschungsstation, um Tiere und Pflanzen zu erkunden. Ja, jetzt probiere ich mal, ob diese Eichen. Kerstin, du musst es nochmal annehmen. Ja, die schmeckt. Ich will mal ganz kurz. Die auch? Mathis? Ja. Die Kinder können sich halt als selbstständige Forscher erleben und eben auch die Erfahrung machen, mit den verschiedensten Utensilien und den verschiedenen Materialien so richtig professionell mal umzugehen. Mit einem Stöckchen 8 Zentimeter. Und in Wegberg kann man sein blaues Wunder erleben, denn Flachs blüht blau. Und in Wegberg steht ein Flachsmuseum.
So sieht die Pflanze aus, wenn sie geerntet wird. Und wie geht's jetzt weiter? An historischen Geräten lernen die Kinder aus der Pflanze Stoff herzustellen. Hier raus möchte ich so ein Hemd machen. Jetzt für mich gerade noch unvorstellbar. Verrückt, ja. Ja, aber werden wir gleich sehen. Als erstes müssen wir für die Kapseln ab. Da sind die Leinsamen drin, die wir dann zur Schroff bringen, wo Öl geschlagen wird und wo wir eine neue Aussaat machen. Die kann ich zwar abpflücken, aber viel einfacher geht's am Riffelbalken. Wenn man jetzt hier mit Blödsinn macht, der ist so wertvoll, so, dann sagt man, flachs nicht so rum. Ja. Das Rumflachsen kommt daher, der ist so wertvoll, mit dem Flachs flaxt man nicht rum. Verstehe. Okay. Da wird der Flachs, die Faser wird gekämmt, aber der Flachsbauer sagt gehäschelt. Man sagt häscheln, heute kennt man das ja auch, boah, das haben wir durchgehäschelt, bis wir zu einem Ergebnis kommen. Und dieses Ergebnis, Romy darf ich schon haben, ist wie Haar. Und die Romy hat zufällig flachsblondes Haar. Und das wird gesponnen und dieses Verdrehen zu einer Schnur macht das Spinnrad, macht unser Spinner am Spinnrad. Der zieht die Fasern raus. Das sieht aus, als würde er diese Schnur aus dem Spinnrocken rausholen. Da sagt man, das läuft wie am Schnürchen. Handwerks- und Sprachgeschichte in einem Kurs. Da hat man dann wirklich so einiges gelernt, wenn man zu Ende geflaxt und gehächelt hat. Hier dürfen Kinder rumspinnen, solange sie wollen. Das ist überzeugend, auf ganzer Linie. Was kann man sich denn sonst noch so angucken? Wie wär's mit einer Mühle am rauschenden Bach? Und weil wir noch die Leinsamen in der Tasche haben, geht's in eine Ölmühle. Da ist sie, die Schroffmühle. Gehört zu den besterhaltenen Wassermühlen des Rheinlandes und wurde 1558 erstmalig erwähnt. Bis 1951, erklärt Johannes Jenkens, war die Mühle noch professionell in Betrieb. Allerdings dann nicht mehr mit Wasserkraft, sondern mit einem Dieselmotor. Bis 1982 wurde sie dann aber restauriert und zum Museum umgebaut. Die tonnenschwere Konstruktion, die die Flachssamen im ersten Schritt zerquetscht, heißt Kollergang. Dort hinein schüttet Johannes jetzt die Leinsamen, die danach in einem alten Ofen vorsichtig auf etwa 33 Grad erwärmt werden. Denn so lässt sich das Öl später besser aus dem Leinsamenmehl pressen. Halt, Vorsicht! Man sagt nicht Leinsamenöl pressen, sondern Leinsamenöl wird geschlagen. Warum? Wird man gleich sehen. Ich merke jetzt, das Mehl ist schön erwärmt. Es hat eine gute Konsistenz. Man merkt es, dass es an den Fingern auch ein bisschen klebt. Ja, wir können jetzt gleich zum Ölschlagen gehen. Auf das erwärmte Mehl, das nun in diesem Rosshaarsäckchen steckt, wird jetzt tatsächlich feste draufgeschlagen, damit das Öl rauskommt. Die Hämmer nutzen dafür die ganze Kraft dieser Wassermühle. Aus 1 Kilo Leinsamen kann man 1/4 Liter Öl gewinnen. Es ist sehr weich, sehr geschmeidig und es zieht auch in die Haut ein. Es tut gut. Es tut gut und es riecht auch noch gut dabei. Bevor Sie jetzt wieder weiterziehen, das ist die ganze Region. Und Sie sehen, überall hier sind Mühlen. Jede Menge. Stimmt, so viele gibt es hier. Ja. Auf so kleinem Raum. Hunderte. Krass. Also auch grenzüberschreitend, auch in die Niederlande. Kann man nur empfehlen. Man kann das wunderbar mit dem Fahrrad erfahren. Und die sind spannend, weil es sind Windmühlen, es sind Wassermühlen, die haben verschiedene Funktionen gehabt. Die Tüschenbrocher Mühle, die oberhalb einer Schlossanlage liegt, hat auch mal Öl geschlagen. Weitere 45 Mühlen in der Gegend befinden sich rund um die Gemeinden Wegberg in Deutschland und Loydal in den Niederlanden. Ein Museum ist auch die Buschmühle in Wegberg, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. Die Inneneinrichtung ist heute noch vollständig erhalten, schön restauriert und auf Anfrage zu besichtigen.
Im Tal der Mühlen gibt es nicht nur eine grenzüberschreitende Fahrradroute, sondern auch einen 174 Kilometer langen Wanderweg. Jetzt sind wir im Anflug auf die 100.000 Einwohnerstadt Venlo. Nicht gerade ein unbekanntes Ausflugsziel, vor allem für die Menschen im angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Die Maas fließt mitten durchs Stadtgebiet. Venlo hat Museen und viele schöne alte Häuser zu bieten. Doch für viele ist Venlo vor allem eins: ein echtes Shoppingparadies. Und so manchem fällt gar nicht auf, dass Venlo ein tolles Rathaus im Renaissance-Stil hat. Auch ein Besuch in der Kaiserstraat lohnt sich, schon allein wegen des witzigen Zauns, der vor dem ehemaligen Kloster steht. Die Köpfe zeigen Gesichtsausdrücke, die typisch sind für bestimmte Charaktere. Und es lohnt sich auch, ein bisschen rauszufahren aus der City, zu dem berühmten Steiler Kloster, zu dem ein sehenswerter botanischer Garten gehört und ein gemütliches Freiluftcafé direkt an der Maas. In der ehemaligen Scheune von Schloss Holtmühle ist ein modernes Keramikmuseum untergebracht. Es zeigt, was die Menschen über die Jahrhunderte bis heute aus Ton hergestellt haben. Der älteste Fund ist über 7000 Jahre alt und stammt aus der Gegend um Venlo. Im oberen Stockwerk kann man dann sehen, wie moderne Keramik heute aussieht. Und bei manchen Objekten fragt man sich staunend, wie man so etwas überhaupt herstellen kann. Eine Antwort bekommt man gleich nebenan. Hier sieht man, wie man Keramik heute mit einem 3D-Drucker herstellen kann. Schöne Gegend hier zwischen Deutschland und den Niederlanden. Doch was ist denn nun das Beste hier? Dass man hier auch Wassersport machen kann. Ein Teil des Effelder Waldsees bei Wassenberg steht zwar unter Naturschutz, auf dem Rest kann man sich aber auf einer Wakeboard-Anlage vergnügen. Und natürlich gibt's auch ein Strandbad, einen Aquapark, einen Campingplatz und sogar Ferienhäuser. Das ist jetzt der Moment, wo man vielleicht noch so einigermaßen cool aussieht. Worauf kommt es an? Koordination, Muskelkraft? Körperspannung. Und man kann ja nicht nur Wakeboarden lernen, sondern sogar auch Flyboarden. Was will man mehr? Hat hier einer gelacht? Nee, ne? Alles gut. Fly Away am Niederrhein. Unser Tipp für eine Fahrradtour. Kommen wir zu einer Disziplin, die ich beherrsche.